Herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Mein Name ist Marco und ja, worum geht's? Unsere Italienreise steht komplett auf der Kippe. Und zwar habe ich vor 2 Wochen bemerkt, dass mit unserem Fahrzeug irgendwas nicht stimmt. Der fing plötzlich an zu klingen wie eine Straßenbahn. Also, was habe ich gemacht? Okay, ich dachte, es ist ein Routine-Check. Mit dem Auto ist normalerweise alles in Ordnung. Also bin ich in die nächste Werkstatt gefahren und habe gesagt, check den mal durch. Bei dieser Durchsicht ist zutage gekommen, dass der Turbolader defekt ist. Der eine oder andere wird es da draußen bestimmt wissen, Turbolader ist keine günstige Angelegenheit. Ist auch jetzt keine lapidare Geschichte, die man einfach mal so zwischendurch macht. Meistens braucht man einen längeren Termin. Das Auto ist dann eine ganze Weile weg, was für uns als Großfamilie echt ein logistisches Problem darstellt. Ja, Mist. Für die ganze Italienreise hat sich wirklich die Maria seit Monaten den Kopf zerbrochen. Jeder einzelne Campingplatz, den wir da anfahren werden, ist bereits bezahlt. Und da einfach zurückzutreten, ist schwierig. Nachdem die Werkstatt herausgefunden hat, dass dieses Teil defekt ist, gab es eine Hiobsbotschaft. Wir haben erstmal 2 Wochen lang warten müssen. Und danach hat uns die Werkstatt kontaktiert und hat gesagt, jo, unser Meister ist ausgefallen, krank. Und zwar langzeitkrank. Jetzt haben wir die Situation, dass unser Zugfahrzeug in der Werkstatt steht, aber dort nicht repariert werden kann. Und es eigentlich ein Sicherheitsrisiko ist, das Fahrzeug zu überführen, da der quasi nur noch ohne Turbolader auf 40% Leistung fährt. Ja, so sieht es aus bei uns. Wir sind alle ein bisschen niedergeschlagen und deprimiert wegen der ganzen Geschichte. Wir haben uns mega auf diese Reise gefreut und hoffen echt nicht, dass die wegen sowas ins Wasser fällt. Wir haben auch keine Verwandten, die uns ein Zugfahrzeug leihen könnten. Das Auto muss einfach irgendwie wieder funktionieren und in Ordnung gebracht werden. Die Maria ist jetzt schon mal losgefahren, um die Kids abzuholen, und ich begebe mich jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg. Wir sind jetzt hier endlich bei der Werkstatt angekommen und da hinten sehe ich das Auto schon. Und dann werden wir mal sehen, ob er anspringt, wie er klingt und ob ich den irgendwie nach Hause bekomme. Okay, das klingt erstmal normal. Okay, jetzt hört ihr es. Sobald ich Gas gebe und die Drehzahl höher geht, der Turbolader kann auf Deutsch gesagt den Druck nicht aufbauen. Die Leistung des Autos fällt ab. Ich fahre jetzt ungefähr mit 40% Leistung rum. Und also das klingt definitiv absolut nicht gesund. Deswegen werde ich jetzt versuchen, eine flache Strecke zu fahren. Und boah, ich klinge halt wie so eine Straßenbahn. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Das klingt halt übel, der jault halt übelst. Und ich kann mir absolut nicht vorstellen, so einen Wohnwagen zu ziehen. Also versuchen wir hier die Drehzahl niedrig zu halten. Und wenn irgendwie ein Berg kommt, dann werde ich wahrscheinlich die Warnblinkanlage mal anmachen. Also hinter mir bildet sich jetzt schon eine Schlange. Das Auto hört sich schrecklich an.
Ich klinge halt wie so ein Elektroauto auf Drogen. Ich glaube auch, das wird immer schlimmer, je länger ich fahre. Deswegen werde ich jetzt erstmal rechts ranfahren. Und ich glaube, ich warte hier 5 Minuten. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Kfz-Mechaniker, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Also falls euer Turbolader defekt ist, klingt es genauso. Jetzt machen wir einen kurzen Break und lassen das Auto mal kurz 5 Minuten ruhen. Weiter geht's. Ich bin jetzt bestimmt an 5 bis 6 Bauampeln vorbeigefahren, die alle grün waren. Hinter mir ist also niemand. Ich fahre jetzt schön gediegen hier den Berg nach oben. Aber man merkt halt, sobald ich aufs Gas drücke, klinge ich halt echt wie eine Straßenbahn. Mir wurde das in der Werkstatt, die ja jetzt leider unser Auto nicht reparieren kann, so erklärt. Die haben übrigens auch schon was gemacht. Die haben mir schon ein Ventil gewechselt, einen Schlauch gewechselt. Und mir wurde das so erklärt, dass jeder Motor im Grunde genommen eine Grundleistung hat. Und der Turbolader ist ja nur dafür da, irgendwie Luftdruck zu erzeugen und somit die Leistung des Motors zu erhöhen. Das heißt, wenn der defekt ist, fahre ich halt quasi mit der Grundleistung des Motors durch die Gegend, die tatsächlich nicht ausreicht, um einen Wohnwagen zu ziehen. In den Kommentaren wurden wir oft gefragt, was für ein Zugfahrzeug habt ihr? Wir haben eigentlich 115 PS und das hat bisher auch immer ausgereicht. Das war auch wirklich okay für uns, vor allem vom Verbrauch her. Ui, jetzt geht es den Berg hoch. Jetzt geht er ganz schön ab. Ich denke mal, wenn wir jetzt so 40% Leistung haben, dann werden wir wahrscheinlich irgendwo bei 55 PS oder sowas sein. Falls es hinter mir auf der Landstraße jemand auftaucht, mache ich auf jeden Fall die Warnblinkanlage an. Aber wir müssen das Auto irgendwie zurückbekommen. Okay, wir sind da. Wir haben es geschafft. Ja, also wir werden jetzt versuchen, uns von verschiedenen Werkstätten erstmal Angebote zukommen zu lassen. Ein Turbolader für dieses Fahrzeug kostet, was er kostet. Und wir hoffen echt, dass es so schnell wie möglich passiert, weil in ein paar Wochen geht's los. Ab nach Italien. Und so wie das Auto im Moment ist, sehe ich da im Moment echt schwarz. Und vor allem drückt jetzt echt langsam der Schuh. Wenn das Auto sowieso einmal dort ist, dann wird es nochmal eine Hauptuntersuchung geben. Logischerweise auch eine Abgasuntersuchung. Und hoffentlich treten da nicht noch andere Fehler auf, die wir jetzt überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben. Wir lieben das Auto hier und wir sind auch froh, dass wir es haben. Es ist ein wunderschönes Familienauto. Wir sind immer gut damit gefahren. Und auch die Kombination mit diesem Auto und unserem Wohnwagen ist, ja, kann ich nur Gutes berichten. War bisher tadellos und wir hoffen echt, dass das jetzt alles in nächster Zeit irgendwie doch funktioniert. Dass da oben noch ein Wunder geschieht und unsere Reise nach Italien doch stattfinden kann. Wie gesagt, die Maria, die hat ja schon alles geplant und gebucht und die Reise wird geil. Die wird einfach nur, ich freue mich mega drauf. Das wird ein Abenteuer, was wir so als Familie wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Gut. Dann machen wir jetzt hier Schluss und falls es Neuigkeiten mit einer anderen Werkstatt gibt, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Leute, wir müssen reden. Es ist jetzt 2 Wochen vergangen und ich habe jetzt begriffen, dass ich einen riesengroßen Fehler gemacht habe. Nachdem wir das Auto bei uns abgestellt haben, habe ich natürlich mir nochmal den Kopf zerbrochen und habe mir Gedanken gemacht und habe mich dann mit der KI unterhalten und mache das auf keinen Fall nach, was ich da gemacht habe. Das Fahrzeug defekt überführt. Das war so dumm.
Ich habe da wirklich einen absoluten Totalschaden riskiert. Wenn ihr in der Situation seid und euer Turbolader defekt ist, macht das auf keinen Fall nach. Wenn der Turbolader defekt ist, dann kann es sein, dass der Lader Motoröl in den Ausgangstrakt drückt. Dann ist von dem Turbolader das Turbinenrad defekt. Da können sich Späne bilden, die komplett in den Motorstrang gelangen können. Damit riskiert ihr einen Totalschaden, auch vom Katalysator und vom Dieselpartikelfilter. Es würde euren Motor zerfetzen. Im Extremfall würde das in die Kolben reinkommen und das würde euer Motor definitiv nicht überleben. Und es wäre sogar so, wenn dieser Lader das Motoröl in den Motor reindrückt, dass man da sogar die Zündung ziehen könnte und der Motor würde trotzdem weiter auf Drehzahl laufen. Und zwar so lange, bis er mechanisch defekt ist. Also das wäre der absolute Worst Case. Ich hätte mir den Motor kaputt gemacht, ich hätte mir den Katalysator kaputt machen können, ich hätte mir den Dieselpartikelfilter kaputt machen können. Ihr könnt das gerne mal googeln, das sind echt teure Teile. Das wäre ein absoluter wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Deswegen macht das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nachdem ich diese Info bekommen habe, bin ich erstmal erschrocken, als ich realisiert habe, was ich da überhaupt gemacht habe. Es ist absolut russisches Roulette gewesen. Es hätte jederzeit das Auto mir vorne zerspringen können. Nachdem wir eine ganze Weile rumtelefoniert haben, haben wir tatsächlich eine Werkstatt gefunden, die bei uns in der Nähe ist und die in der Lage war, das Auto zeitnah zu reparieren. Also habe ich erst noch beim ADAC nachgefragt. Und dadurch, dass ich aber beim ADAC keine Premium-Mitgliedschaft habe, hätten die fürs Abschleppen, auch wenn es nur 1-2 Kilometer wären, also ich habe bei Google Maps geguckt, ich glaube es waren 2,5 Kilometer bei uns, also wirklich direkt um die Ecke, hätten die mir 300 € berechnet. Gott sei Dank hatten wir einen Bekannten, der uns einfach mit seinem Privatauto abgeschleppt hat, was in unserem Fall gar nicht so einfach ist, weil wir nun mal ein Familienauto fahren und das sind nun mal 2,2 Tonnen, die da wiegt. Das kann nicht jedes Auto ziehen. Und da ist mir erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, als das Auto einfach nur in der Werkstatt, in der Ausfahrt stand. Ich konnte wirklich mehrere Nächte nicht schlafen, weil ich sauer über mich selber war, was ich da riskiert habe. Aber es ist jetzt so, wie es ist, denn es gibt auch gute Nachrichten. Und zwar hat mich eben die Werkstatt angerufen und hat mir die positive Nachricht gebracht, dass das Auto endlich repariert ist. Summa summarum ist es wirklich eine sehr kostenintensive Reparatur gewesen. Aber es ist, wie es ist. Okay, wir sind jetzt raus. Es war doch noch eine ganze Menge mehr kaputt an dem Auto. 2 Keilriemen mussten noch gewechselt werden, ein kompletter Ölwechsel musste gemacht werden, Abgasuntersuchung und. Summa summarum kommen wir jetzt auf eine Gesamtsumme von ungefähr 3.200 €. Und die Messwerte vom Partikelrußfilter sind nicht so der Hammer. Auf jeden Fall bin ich jetzt echt froh, dass vor unserer großen Italienreise das Auto jetzt noch mal komplett durchgecheckt wurde. Denn ja, im Italienurlaub so ein Desaster will niemand haben. Da haben wir ihn hier schon gefunden. Die Klappe hier, die haben sie noch nicht zugemacht. Weil hier drunter versteckt sich nämlich das Gewinde, um den Bolzen reinzustecken, damit ich das Auto abschleppen kann. Ich glaube, das drücke ich jetzt nie rein. Ich mache da ein bisschen Spray drauf, damit das ein bisschen gleiten kann. Nicht, dass mir das Plastik hier noch wegbricht. Das wäre es jetzt noch. So, ihr seid jetzt Zeuge und live dabei. Okay, klingt alles wieder dufte, wieder wie neu. Ja, ich muss jetzt noch tanken fahren und dann fahren wir das Auto erstmal wieder nach Hause und danach geht es direkt zum Wohnwagen. Denn wir haben noch eine Menge vorzubereiten und zu packen.
Oh, so, geschafft. Ja, warum ich jetzt diese ganzen Sachen in dieses kleine Auto hiefe, erkläre ich euch am Stellplatz, weil ihr müsst wissen, man kann nichts planen, denn das Leben hat einen Plan für dich und du musst versuchen zu hinterfragen, warum wie was ist, damit du überhaupt nie verärgert bist, wenn mal nicht so was funktioniert, wie du es möchtest. Und genau das haben wir in unserem Fall gemacht. Warum das so ist und wieso wir trotzdem positiv denken darüber, erkläre ich euch dann, wenn wir am Stellplatz sind. Ja, angekommen mit dem ganzen Gepäck, was wir jetzt ins Auto geladen haben von Wohnwagen. Und ja, warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Ich habe jetzt dieses ganze Vorzelt und alles, was wir noch brauchen für Italien, in unseren kleinen Fiesta gepackt und hierher zum Stellplatz gefahren, weil wir jetzt den Wohnwagen schon vorparken. Ja, warum? Wir können nicht pünktlich starten nach Italien und das hat einen ganz besonderen Grund. Unser Zugfahrzeug ist seit 2 Monaten in Werkstätten. So, und wir haben jetzt die 3. Werkstatt am Laufen. Und zwar ist unser Auto komplett abgekackt. Keine Leistung mehr, konnte nicht mehr fahren. Die erste Werkstatt, wo der Marco bestimmt schon erzählt haben, hat aufgrund von Krankheit uns das Auto nach 2 Wochen wieder zurückgegeben, nach Nachfragen. Die zweite Werkstatt hat den Turbolader gewechselt, hat uns aber das Auto auch kaputt zurückgegeben. Es war eigentlich nicht die Lösung für das Problem. Also der Turbolader war nicht mehr okay, ja, das stimmt, aber trotzdem hatte das Auto keine Leistung. Ja? Und ohne Leistung kannst du keinen Wohnwagen ziehen und mit einer 6-köpfigen Familie mit Gepäck nach Italien fahren. Das ist nie machbar. Dann haben wir uns entschieden, das Auto gleich in eine komplette andere neue Werkstatt zu geben. Und zwar dort, wo wir das Auto gekauft haben. Das ist eine Ford-Vertragswerkstatt. Die haben den kompletten Motor auseinandergebaut und der Motor muss sofort direkt gewesen sein, dass das Auto gar keine Chance mehr hatte, irgendwie Luft zu kriegen oder Leistung zu bringen. Und deswegen, ich bin dankbar, erstens dafür, dass das Auto vor Italien kaputt gegangen ist, dass wir jetzt noch so viel Zeit hatten, uns darum zu kümmern. Schade ist natürlich, dass wir um 2 Tage verschieben müssen. Aber das Gute ist an Camping, du kannst, egal was du für Reisen planst, es kommt immer was dazwischen. Du kannst deinen Urlaub verschieben. Klar, vielleicht gibt es Campingplätze, die deine Anzahlungen nicht mehr zurückgeben. Aber du kannst das so planen und kannst mit den Campingplätzen auch absprechen, dass du vielleicht 2 Tage später kommst und die Anzahlung trotzdem bleibt. Und das genau haben wir jetzt gemacht. Ich habe eine Reiseroute komplett vorher ausgearbeitet, habe auch gebucht und habe jetzt einfach umgebucht und mir angeschaut, wo wir jetzt einsparen können an Zeit und wo nie, dass wir pünktlich in Italien ankommen. Deswegen unser kleiner Fiesta. Ich bin dankbar, dass wir den haben. Das ist zwar nie das tollste und neueste Auto, das brauche ich auch nie, weil dieser Fiesta, der hat uns schon so oft gerettet, indem er Zeug hin und her gefahren und geschleppt hat. Und jetzt momentan ist unser Vorzelt drin, unsere Kleidung, die packe ich jetzt schon in den Wohnwagen mit rein, dass wir dann am Montag einfach nur noch das Auto abholen, die restlichen Sachen aus dem Keller rein in den Kofferraum und losstarten können. Ich finde, alles hat seinen Plan im Leben. So, du kannst den Plan selber nicht machen, sondern das Leben hat seinen Plan. Und warum mir was passiert, musst du einfach mal hinterfragen. Meistens, in den meisten Fällen, erfährst du hinterher, warum oder wozu es gut war. Ich habe es mir angeeignet, in dem Moment, wo was passiert, versuche ich schon zu verstehen und zu hinterfragen, dass ich entspannt in diese Situation reingehen kann und dass ich mich darüber nie ärgere. Diese Situation mit dem Auto, warum das Auto uns vorher kaputt gegangen ist, erzähle ich euch dann drinnen, wenn ich fertig bin mit Einräumen. So, geschafft. Du kannst dir einen Plan machen, so viel du willst. Es wird immer was dazwischen kommen. Ich habe aus meinem Leben gelernt und aus dem, was mir passiert ist, meistens habe ich später
gewusst, warum mir was passiert. Jetzt mittlerweile baue ich es wirklich in meinen Alltag ein und hinterfrage wirklich, warum ich jetzt gerade 5 Minuten an der roten Ampel stehe und zu spät zum Termin komme. Oder warum wir eben später in den Urlaub fahren und warum genau ausgerechnet in diesem Moment das passiert. Also das kann ich euch nur mitgeben. Es bringt in vielen Sachen wirklich was, sich nicht zu ärgern, keinen Stress zu haben und einfach einen Ausweg aus dieser Sache oder eine Umplanung zu starten. Und das haben wir jetzt mit Italien gemacht. Für mich war wichtig herauszufinden, warum geht das Auto ausgerechnet vor Italien kaputt? Ich denke, es war auf jeden Fall ein Sinn, dass irgendjemand gedacht hat, jetzt muss das Auto kaputt gehen. Wir können es am Montag abholen. Wir werden jetzt die 2 Tage noch Vorbereitungen treffen und vielleicht ganz entspannt in unsere Italienreise reinstarten und nie direkt nach der Arbeit. Das ist übrigens das Gute am Camping, ja, dass ihr umplanen könnt. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit nach Italien. Wir haben tolle Campingplätze rausgesucht, die uns sehr gefallen und die wirklich ihren Mehrwert haben. Wir sind echt gespannt. Das ist das erste Mal mit Wohnwagen in Italien, nicht mit Zelt. Wir haben jetzt trotzdem noch einiges vorzubereiten. Der Wohnwagen ist soweit fertig gepackt. Ich fahre jetzt nach Hause, weiterpacken und denkt daran, es hat alles einen Sinn im Leben. Ihr müsst nur hinterfragen, was das ist. In diesem Sinne, Hauptsache weg.